Entnehmen Sie Ihr Miweba Sports Liegeergometer ME700 aus dem Karton und entfernen Sie sämtliche Folien. Im Lieferumfang befinden sich folgende Bauteile: der Hauptrahmen Teil E1, das Montagematerial mit der Bezeichnung T, der Standfuß vorne Teil Q1, der Standfuß hinten mit Rollen Teil P1, die Konsolensäule Teil B1, der Lenker mit der Displayhalterung Teil C1, der hintere Haltegriff Teil N1, die Rückenlehne Teil M1 und L1, die Sitzfläche Teil R1, das Pedalset links und rechts Teil R2, die hintere Verkleidung der Konsole Teil R4 und R5, die Blende für Standfüße vorne und hinten Teil R6 und R7, die untere Verkleidung Konsolensäule Teil R3, der Haltegriff Teil K7, die Konsole Teil A1, das Netzteil Teil O, das AUX-Kabel und das Maschinenfett. Im ersten Arbeitsschritt montieren Sie die Standfüße an das Gerät. Hier empfehlen wir die Montage mit einer zweiten Person durchzuführen. Schritt 1. Montieren Sie den Standfuß hinten, Teil Q1, am Hauptrahmen, Teil E1, mit Hilfe der Innensechskantschraube, Teil T1, dem Federring, Teil T2 und der Unterlegscheibe, Teil T3. Montieren Sie den Standfuß vorne, Teil P1, am Hauptrahmen, Teil E1, mit Hilfe der Innensechskantschraube, Teil T1, dem Federring, Teil T2 und der Unterlegscheibe, Teil T3. Schritt 2. Befestigen Sie die Kunststoffabdeckung Standfuß vorne, Teil R6, am Standfuß vorne, Teil P1, mit Hilfe der Kreuzschlitzschraube, Teil T4. Befestigen Sie die Kunststoffabdeckungen des Standfußes hinten, Teil R7, am Standfuß hinten, Teil Q1, mit Hilfe von Kreuzschlitzschraube, Teil T4. Befestigen Sie das Fußpedal links, Teil R2L, am linken Kurbelarm und das Fußpedal rechts, Teil R2R, am rechten Kurbelarm. Hinweis: Die Pedalriemen sind nicht fest angebracht und können nach Belieben eingestellt werden. Schritt 3. Entfernen Sie die Innensechskantschrauben Teil B4, die Unterlegscheiben Teil B5 und B6 vom Hauptrahmen Teil E1. Führen Sie die Konsolensäule Teil B1 zusammen mit dem Balancerstecker der Konsolensäule Teil B2 und dem Klinkenstecker der Konsolensäule Teil B3 durch die untere Verkleidung der Konsolensäule Teil R3. Verbinden Sie den Klinkenstecker der Konsolensäule Teil B3 mit der Buchse des Hauptrahmens Teil E14. Verbinden Sie den Balancestecker der Konsolensäule Teil B2 mit dem Balancestecker des Hauptrahmens Teil H1. Montieren Sie die Konsolensäule Teil B1 zusammen mit der unteren Verkleidung der Konsolensäule Teil R3 mit Hilfe der Innensechskantschrauben Teil B4 und der Unterlegscheiben Teil B5 und B6. Schritt 4. Befestigen Sie die Rückenlehnenschiene Teil L1 mit Hilfe der Innensechskantschrauben Teil T7 und der Unterlegscheiben Teil T3. Hinweis: Verwenden Sie dafür die beiden vordersten Gewindebohrungen am Hauptrahmen Teil E1. Ziehen Sie den Haltegriff Teil K7 am rechten seitlichen Hebel zum Verriegeln im Uhrzeigersinn an. Schritt 5. Befestigen Sie den Sitzhandgriff mit Pulsmessung Teil N1 an der Sitzhalterung Teil K1 mit Hilfe von Innensechskantschrauben Teil T8 und den Unterlegscheiben Teil T3. Hinweis: Das Klinkenkabel für Pulsmessung muss mit der Buchse hinten an der Laufschiene der Sitzeinstellung verbunden werden. Befestigen Sie den Sitz Teil R1 an der Sitzhalterung Teil K1 mit Hilfe der Innensechskantschrauben Teil T6 und der Unterlegscheiben Teil T3. Schritt 6. Befestigen Sie den Lenker mit der Halterung Teil C1 am Hauptrahmen Teil B1 mit den Unterlegscheiben Teil T3 und den Schrauben Teil T6. Schritt 7. Montieren Sie die Konsole Teil A1 an die Halteplatte am Lenker Teil C1 mit Hilfe der Teile A2, den 4 an der Konsole vormontierten Kreuzschlitzschrauben M5x10. Verbinden Sie Klinkenstecker Konsole Teil A1 mit der Buchse der Konsolensäule Teil H1. Verbinden Sie den Balancerstecker der Konsole Teil A1 mit dem Balancerstecker der Konsolensäule Teil E14. Schritt 8. Montieren Sie die Verkleidung der Konsole links Teil R4 und der Verkleidung der Konsole rechts Teil R5 mit Hilfe der Schrauben M5x20 Teil T4 und der Kreuzschlitzblechschraube Teil T5. Am vorderen Teil des Liegeergometers finden Sie die Anschlussbuchse für den Netzstecker. Nun kann das Gerät betrieben werden. Stellen Sie das Alter des Benutzers ein. Mit Down oder Up können die Parameter eingestellt werden. Zum Bestätigen drücken Sie am Display die Enter-Taste. Zur Auswahl stehen nun mehrere Programme.
Im manuellen Trainingsmodus können Sie Watt, Kalorienverbrauch und den Intervall selbst einstellen oder eines der vorinstallierten Programme wählen. Sie können bei Level den Widerstand über Down und Up einstellen und mit Enter das jeweilige Training beginnen. Über die Fan-Taste kann ein zusätzlich verbauter Ventilator während der Trainingssessions die nötige Kühlung bringen. Die Sitzfläche lässt sich je nach Größe verstellen. Die Pedale bieten dank Sicherheitspedalriemen immer 100%igen Grip. Die verbauten Pulssensoren an den hinteren Handgriffen sind für die optimale Überwachung des derzeitigen Herzschlages. Mit der praktischen Handyhalterung lassen sich auch während des Trainings entspannt Filme und Videos anschauen. Über die AUX-Buchse kann zusätzlich noch Musik ins Training mit einbezogen werden. Höhenverstellbare Füße wie die praktischen Transportrollen sind inklusive. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Miweba Sports Liegeergometer ME700.